Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung zu Hunter und Kron. Heute mit Helios. Es ist ein strategisches Vielspielerspiel mit wenig Glückselementen. 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren mit einer spektakulären Spieldauer von 1 Stunde, und es stimmt tatsächlich. In Helios schlüpfen wir in die Rolle von Hohepriestern und kümmern uns um unsere eigene Hochkultur, die wir natürlich mit vollem Elan und Eifer vorantreiben, um am Ende der reichste und strahlendste Sieger zu sein. Schlüsselelement in Helios ist, ihr habt es sicher schon erraten, die Sonne. Jeder Spieler besitzt eine eigene Sonne, die auf seinem Spielertableau liegt und um die Ländereien kreist, wie man das so auch aus dem echten Leben kennt. Nur, dass wir hier so fleißig zu Ahau, dem Sonnengott, gebetet haben, dass wir irgendwie auch ziemlich die Kontrolle über die Sonne haben. Also wir entscheiden, wohin die Sonne zieht und wie schnell sie das tut und wo sie anhält, um dort, wo sie anhält, nämlich unsere prachtvollen Ländereien zu bescheinen, um da Rohstoffe nachwachsen zu lassen oder aber auch Tempel zu bestrahlen, um Siegpunkte zu generieren. Bei Helios gibt es kein eigentliches Spielbrett, dafür besitzt jeder Spieler gleich 2 Tableaus. Einmal hier dieses Spielertableau, auf der wir unsere Hochkultur entwickeln, und ein persönliches Stadttableau mit Gebäuden, die man errichten, freischalten kann. Hier drüben sehen wir die Aktionsplättchen. Bei Helios kann man eigentlich immer nur 3 verschiedene Sachen machen. Man kann ein Gebäude bzw. Tempel errichten, man kann eine Landschaft erschaffen und man kann die Sonne bewegen. Wer an der Reihe ist, hat immer die freie Wahl aus den untersten 3 Aktionsplättchen. Er kann also theoretisch jede der 3 Aktionen ausführen, muss jetzt überlegen, welche Farbe ihm da am passendsten erscheint. Denn mit diesen Aktionsplättchen, die man dann nimmt, sammelt man hier unten sozusagen Farbquartetts. Sobald ich 4 Aktionsplättchen einer Farbe gesammelt habe, erhalte ich sofort eine Extra-Aktion. Und das ist ziemlich stark. Hier sind noch einige weiße dabei, habe ich noch nicht erwähnt. Das sind Jokerfarben. Als erste Aktion habe ich jetzt einfach mal Land erschaffen gewählt. Und Land erschaffen ist dann einfach, dann habe ich die Auswahl aus den frei offenliegenden Landschaftsplättchen, Mammutbaum, Granit, Bambus, Quelle und Obsidian. In jeder Runde ist jedes vorhanden, aber nur einmal. Sprich, ich bin jetzt vielleicht der Erste und entscheide mich hier, so einen Mammutbaum dahin zu bauen. Wird auch gleich mit einem Rohstoff geliefert, wenn man Land erschafft. Das ist ganz praktisch. Es gibt hier einen Zufallsstapel, wo immer eben ein zufälliges Land doch doppelt vorhanden ist. In dieser Runde wäre es eben Granit. Ja, außerdem gibt es hier 4 Sonderblättchen, von denen jedes tatsächlich nur karge 2-mal vorhanden ist. Also wer da eins für seine Taktik unbedingt braucht, sollte auch schnell zuschlagen. Es gibt ein Blättchen, das belohnt einen, wenn man möglichst wenig angrenzende Blättchen hat. Es gibt ein Blättchen, das belohnt einen, wenn man möglichst viele angrenzende Blättchen hat. Es gibt eins, das belohnt einen, wenn man viele angrenzende Tempel hat. Und es gibt eins, das belohnt einen, wenn man viele angrenzende Rohstoffe hat. Ganz wichtig, diese Sonderblättchen punkten erst bei Spielende. Ja, als zweite Aktion entscheide ich mich dann dazu, hier ein Gebäude oder Tempel zu errichten. Gebäude errichtet jeder auf seinem eigenen Stadttableau, das schauen wir uns nachher näher an. Was ich jetzt machen will, ist, ich möchte einen Tempel bauen, und der erste Tempel kostet mich einfach einen beliebigen Rohstoff, der zweite dann 2, der dritte 3 und so weiter. So, ich möchte also einen Tempel bauen, bezahle dafür gleich den Mammutbaum, der gerade eben erst reingekommen ist, und baue jetzt hier einen Tempel. Wenn ich den jetzt mit der Sonne bestrahle, dann generiere ich Siegpunkte. Mit der dritten Aktion tue ich jetzt eher die Sonne bewegen, und dabei darf ich die Sonne immer so viele Felder weit bewegen, wie mein Sonnenstandsanzeiger gerade anzeigt. Man startet da mit 2 mageren Sonnenschritten, das heißt, ich könnte jetzt gerade mal hier 2 Felder mit der Sonne laufen. Tun wir einfach mal so, als hätte ich schon 5 Sonnenschritte erworben und als hätte ich auch schon diese Ressource für irgendwas ausgegeben, und dann würde mein kleines Land so aussehen. Jetzt wähle ich die Aktion Sonne bewegen, kann jetzt bis zu 5 Schritte mit meiner Sonne im Uhrzeigersinn um mein Land herumlaufen, aber im Bedarfsfall auch weniger, was ich auch tun werde. Ich laufe nämlich jetzt 1, 2, 3, 4. Damit grenzen diese beiden Blättchen an meine Sonne an. Ja, die Sonne bestrahlt diese beiden Blättchen, und hier wächst sofort ein frischer Bambus, und der wächst eben auch nur da, wenn da Platz ist.
Wenn da schon ein Bambus liegt, dann wächst da erstmal kein zweiter Bambus. Das heißt, man sollte im Idealfall die Rohstoffe abgearbeitet haben, bevor man sie dann mit der Sonne bestrahlt. Ja, und jetzt habe ich aber eben auch hier den Tempel angestrahlt und dadurch generiert der Siegpunkte. Und zwar ein Siegpunkt für sich selbst und das Blättchen, auf dem er steht, und ein Siegpunkt für jedes angrenzende Blättchen. Nehmen wir an, ich hätte jetzt nochmal eine Sonnenbewegung, dann würde ich nämlich schon einmal um mein Land hier rumgewandert sein und immer wenn einem das gelingt, bekommt man nochmal 5 extra Siegpunkte in sein Säckchen. Das sieht man natürlich klar, ein kleines Land hat weniger Rohstoffe und auch die Tempelbestrahlung bringt natürlich weniger Siegpunkte ein. Dafür schaffe ich es natürlich wirklich hier oft mit der Sonne rumzuwandern. Dann hat eben, wie gesagt, in Helios jeder Spieler sein eigenes Stadttableau. Wenn ich also die Aktion Tempel- oder Gebäudebau gewählt habe, dann könnte ich ja entweder einen Tempel errichten oder eben auch ein Gebäude freischalten, errichten auf meinem persönlichen Stadttableau. Auch das ist ganz einfach gemacht. Bei jedem Gebäude sehen wir hier links unten die Kosten. In dem Fall wäre es ein Obsidian, hier wäre es ein Granit. Außerdem gibt jedes Gebäude am Ende des Spiels nochmal ein paar extra Siegpunkte. Das ist aber nicht der Grund, weswegen man die freischaltet, sondern wegen ihrer tollen Funktion, wie das Observatorium und die Sonnenloge, die mir hier einfach einmalig dann Sonnenschritte auf meinem Sonnenstandsanzeiger geben. Oder es gibt interessante Gebäude wie das Lagerhaus, wo dann die Regel außer Kraft gesetzt wird, dass nur ein Rohstoff auf dem Landblättchen wachsen darf. Wenn ich das Lagerhaus habe, kann ich eben doch 2 Sachen da wachsen lassen. Gebäude, die mir Mana generieren. Also wirklich für jede Taktik ist hier was dabei. Wenn alle Aktionsplättchen einer Runde abgeräumt wurden, gibt es nochmal eine Spezialphase, die sogenannte Nachtphase, wo ich für den Rohstoff Mana, den ich durch verschiedene Sachen bekommen kann, zum Beispiel weil ich bestimmte Gebäude baue oder auch beim Tempelbau, da bekommt der Spieler auch solche Mana-Steine. Und diese Mana-Steine können dann eben in der Nachtphase zum Anwerben von solchen Personen benutzt werden, weil man sieht hier oben die Kosten Mana. Das sind einfach Siegpunktgeneratoren. Zum Beispiel die Fürstin. Ich würde all meine Sonnenschritte mal 2 in Siegpunkte bekommen. Aber um diesen Effekt zu bekommen, muss ich sie jetzt auch noch mit 3 Rohstoffen aktivieren. Und erst dann werden sie auf die Tagseite gedreht. Ja, und ihr Effekt ist gültig. Das war es im Prinzip schon und dann werden alle Rohstoffe aufgefüllt, alle Landschaftsplättchen und dann beginnt die nächste Runde, in der wieder eben neue Aktionsplättchen aufgedeckt werden. Jeder ist wieder 4-mal dran und man spielt im Endeffekt auch nur 4 Runden. Dann ist Helios schon vorbei. Das bedeutet, bei 4-Spieler-Spiel hat jeder gerade mal 16 Aktionen, wobei man eben die Bonusaktionen nicht vergessen darf, die man hier durch die Quartette bekommt. Durch diese sehr begrenzte Anzahl von Aktionen, die ich bei Helios machen kann, ist zum einen das Spiel schnell vorbei, zum anderen sorgt es einfach dafür, dass ich mich immer eigentlich für eine bestimmte Art von Strategie hier entscheiden muss. Gehe ich auf ein großes Land, entscheide ich mich vielleicht dafür, möglichst viele Sonnenschritte zu erwerben, versuche ich eher hier diese Randplättchen zu erreichen, versuche ich möglichst viele Rohstoffe zu generieren, um dann vielleicht hier mit dem Schatzmeister ordentlich abzusahnen und so weiter und so fort. Es erzeugt ein episches Spielgefühl im ganz Kleinen. Das klingt jetzt total widersprüchlich, aber Helios schafft in meinen Augen dieses Kunststück. Dieser grundlegende Mechanismus mit Länder anpflanzen, Sonne wandern, bestrahlen, das kriegt man wirklich jeden verklickert und dann kann auch schon jeder Helios spielen. Und da das Ganze ja nur eine Stunde dauert, macht es auch in dem Fall wirklich nichts. Einfach eine Runde zum Lernen spielen und danach sagt man dann, aha, und jetzt weiß ich, welche Gebäude ich hätte bauen müssen. Und dann spielt man einfach die gleiche Strategie nochmal und baut dann die richtigen Gebäude. Es wurde ja auch ausgewählt für die deutsche Brettspielmeisterschaft. Ein Spiel, was eben ja, so taktisch ist, so wenig Glückselemente hat, dass es auch im Wettbewerb funktioniert. Aber es funktioniert halt auch als anspruchsvolles Familienspiel. Wenn man schon mal Siedler gespielt hat, dann kann man den Schritt zu Helios durchaus machen. Auf jeden Fall. Es ist ein episches Spielgefühl in wahnsinnig schneller Spieldauer. Ein Einsteigerspiel für Vielspieler, ein Vielspielerspiel für Einsteiger.